Mit dieser ganzen Illustrations-Basura-More-Geschichte habe ich nicht sonderlich ernsthaft angefangen, sondern das war eigentlich nur so eine Fingerübung. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mit meiner privaten Person verknüpft werden möchte. Also ich wollte, dass die Sachen, die ich mache, dass die für sich stehen, und habe aber gemerkt, dass es mir total wichtig ist, dass ich nur das mache, was ich will, so wie ich es will, weil das für mich den größten Wert hat. Und klar, kostet eine gewisse Menge Mut, sich eine alberne Maske aufzuziehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine gewisse Feigheit, ne, weil ich hätte nicht den Mut, mein echtes Gesicht dahin zu halten. Und bei mir ist es aber so, dass irgendwann so eine gewisse, nicht Langeweile einsetzt, aber ich habe das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und was kommt jetzt? Was heißt Basura-More? Hat das eine Bedeutung? Ja, das ist ein Neologismus, ein Kofferwort. Das besteht aus Basura und Amor. Und das ist Spanisch und heißt, also Basura ist Müll, Trash, und Amor ist die Liebe. Und ich fand die Zusammensetzung ganz schön. Also so eine gewisse Liebe zur Trashigkeit und ja, keine Ahnung, im Alltäglichen irgendwie was Schönes finden. So kann man es ja auch übersetzen. Und den Namen fand ich Cool. ganz passend. Mhm. Und die Maske, hast du die selbst gemacht? Nee, die hat mir eine Designerin gemacht. Ah, okay. Aber die ist schon, also ich bin Fan von der Maske. Ja, danke, ich auch. Mit dieser ganzen Illustrations-Basura-More-Geschichte habe ich nicht sonderlich ernsthaft angefangen, sondern das war eigentlich nur so eine Fingerübung. Mhm. Und ich hatte irgendwann die Situation, dass ich vor Leuten das erste Mal im echten Leben auftreten musste, um die Sachen zu zeigen oder darüber zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mit meiner privaten Person verknüpft werden möchte. Also ich wollte, dass die Sachen, die ich mache, dass die für sich stehen und dass ich mein Berufsleben und die Basura More-Sache irgendwie getrennt halten möchte. Und da kam die Idee zu dieser Maske auf. Mhm. Und ich habe grobe Designvorschläge habe ich der Designerin geschickt, und die ist in den Stoffmarkt gegangen und hat mir ganz viele Stoffe gezeigt, die sie spannend findet. Und als sie dann mit diesem pinken Plüschstoff ankam, dann wusste ich sofort, ja, das muss es sein. Also es ist meine Farbe, und ich fand das Plüschige super, und ja, und dann hat die es quasi designt, mir zugeschickt, und Ja, ist schon ein bisschen seitdem auch. ungewöhnlich auch mit dem Plüsch, oder? Sieht man, also es gibt ja auch Musiker, die irgendwie Masken verwenden, aber so mit Plüsch habe ich jetzt selten gesehen. Ja, ist doch gut. Gut, wenn es Ja, selten ist. ja, das ist cool. Sehr gut. Du hast ja auch Figuren, es gibt ja eine Figur bei dir, ich weiß leider den Namen nicht genau, der erinnert mich auch so ein bisschen an das Maskendesign. Ja, das höre ich häufiger, dass Leute denken auch manchmal, dass diese Maske quasi die Übersetzung dieser Figur ins echte Leben ist. Ja, Das hat aber eigentlich nichts miteinander zu tun, aber es stimmt. Die Figur heißt Tore, und die hat auch so einen plüschigen, pinken Kopf und ein weißes Gesicht. Also ich kann schon verstehen, wo die Vermutung herkommt, aber mhm. nee. Also das ist nicht dieselbe Figur quasi. Ich finde, was dein Instagram angeht, bist du mir sofort aufgefallen, ja, weil du so eine eigene Welt hast. Und ich finde, das haben viele Artists nicht. Es gibt ja so diese klassischen Illustratoren, die dann Auftragsarbeiten machen und kannst du mir einen Zug zeichnen, kannst du mir, keine Ahnung, ein Verpackungsdesign machen, und die können sich auch vielen Stilen anpassen. Und das finde ich auch cool, das ist auch komplett legitim, und das ist ja auch, was ich auch viel mache, ne? Ähm, aber ich fand es bei dir, das war so faszinierend, weil es gibt, glaube ich, auf deinem Instagram keinen einzigen Post, der von deiner Welt, von deinen Figuren oder von deinem Style abweicht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Es gibt, glaube ich, ein paar kleine Ausnahmen, aber ja, stimmt schon. Ich habe früher, vor 15, 20 Jahren, habe ich in dem Bereich gearbeitet. Also ich sag mal im weitesten Sinne so in der Werbebranche als Grafiker und Illustrator und dann auch freiberuflich. Und in der Zeit, also man macht dann einfach sehr viel für andere Leute, und man hat vielleicht schon seinen eigenen Stil gefunden, aber trotzdem hat man immer ein Produkt, was extrem verfälscht ist. Ne? Also man kommt dann irgendjemand, der keine Ahnung hat, aber sehr viel zu sagen hat oder zu entscheiden hat, und der möchte dann einfach, dass grundlegende Sachen anders sind oder so. Und ich fand das immer unglaublich schmerzhaft, weil
Also ich denke, das kennt jeder Kreative, der für Geld arbeitet, aber in der Regel gibt man sein ganzes Herzblut und sein ganzes Können und alles in dieses Projekt. Und dann kommt jemand und sagt, ja, mir gefällt's aber nicht. Also es gibt einfach es ist halt komplett subjektiv. Und auch wenn du es gut gemacht hast, mich hat das total gestört. Habe ich aufgehört mit den kreativen Arbeiten und bin beruflich komplett andere Wege gegangen und habe es dann erst vor 5, 6 Jahren wiederentdeckt und habe aber gemerkt, dass es mir total wichtig ist, dass ich nur das mache, was ich will, so wie ich es will, weil das für mich den größten Wert hat. Und deswegen mache ich keine Auftragsarbeiten mehr oder ganz, ganz selten, wenn ich das Gefühl habe, da ist wirklich jemand, der genau mich will, so wie ich bin und so wie ich das mache und keine anderen Sachen. Und dadurch habe ich halt diese Riesenfreiheit, dass ich mich komplett in meinem Universum da bewegen kann. Und ja, mir gefällt das auch gut, dass das alles aufeinander aufbaut und zusammengehört. Ne? Also, ja. Und hast du das auch studiert? Also in Kommunikationsdesign, Illustration oder sowas? Ich bin ein gelernter Mediengestalter und habe dann anschließend Illustration studiert, aber auch abgebrochen, Mhm. um dann Wieso? in der Werbebranche anzufangen. Also ich wollte dann arbeiten und Geld verdienen und habe dann als Art Director da gearbeitet. Und also ich fand das Studium eher ein bisschen zu langsam und dass zu wenig passiert. Und ich dachte, das kriege ich auch selber hin. Und das war so eine klassische Werbeagentur. Ja, eine B2B-Werbeagentur. Kundenaufträge. Mhm. Junior Art Director war ich. Aber ich glaube, ich, ich war total unterbezahlt und die haben einem halt einen Titel verkauft, damit kein besseres Gehalt zahlen muss. Also da war ich halt Obwohl Mitte 20. Art Director müsste ja mehr sein. Müsste eigentlich, aber wenn ich Ja. sehe, was Art Director verdient haben zu der Zeit, also da war ich deutlich darunter. Also Mhm. ich hatte einfach einen schönen Titel aber also ich habe da jetzt nicht groß verdient aber es gab tatsächlich so einen Moment, über 15 Jahre gar nichts Gestalterisches gemacht. Also ganz, ganz andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Hab mir dann ein iPad gekauft und habe auf dem iPad dann irgendwie wieder angefangen zu zeichnen. Und ich glaube, sogar einen Tag vorher habe ich mit Aquarell und mit Stiften gezeichnet und habe eine Figur entworfen. Und das ist quasi also eine meiner Figuren, Pinato, ist das so eine Urform. Ich würde behaupten, dass damit alles anfing, weil erinnert grob an die Figur, die es heute ist. Man erkennt schon so ein bisschen, Mhm. wo es herkommt. Damit fing irgendwie so dieses ganze Basura-Mording zumindest an. Also ich dachte, okay, irgendwie macht es Spaß, so wirre Figuren zu erfinden, die in sich dann wieder so komplex sind, dass ich Spaß dran habe, die häufig zu zeichnen. Also und dann ist es halt nach und nach gewachsen. Ne? Und wenn man so eine Figur hat, dann überlegt man, fängt halt klein an. Man übt die so ein bisschen, guckt, wie die von der und der Perspektive aus aussieht. Und wenn die irgendwann fertig ist, stellt sich die Frage, so, was mache ich jetzt mit den Figuren? Und also ich möchte dann immer irgendwie es noch ein bisschen komplexer machen. Und dann kam halt die Idee auf, damit ein Brettspiel zu machen. Ich habe dann gleichzeitig angefangen, mich für Blender zu interessieren und halt mit einem 3D-Programm Figuren zu zeichnen. Und Mhm. also ich wollte die dann direkt auch 3D drucken und mal gucken, wie die dann aussehen. Und naja, darauf ist dann das Brettspiel basiert. Und ich habe mir halt so ein Spiel vorgestellt, wo man mit diesen beiden Figuren, die in meiner Vorstellung halt Freunde sind und zusammen Abenteuer leben, habe ich dann also es kommt halt immer mehr dazu. Ne? Und die Welt, in der sie sich leben, überlegt man sich und was sie für Probleme haben, wo die herkommen. Ja, und ich fand es halt eine schöne Mischung. Also was Spielerisches, was Illustratorisches und es hat dann ja auch noch so ein bisschen was Erzählerisches. Also man kann ja so eine kleine Geschichte erzählen. Hast du da gleich schon das Setting überlegt, also wo die Figuren leben? Oder kam das auch erst später? Weil es gibt ja auch viel Bezug zu Berlin oder Kreuzberg. Ja, das stimmt. Nee, das war anfangs überhaupt nicht klar. Also anfangs haben die ich glaube, das mit Kreuzberg und so, das kam dann ein Jahr später, wo ich angefangen habe, die Figuren in Fotos zu zeichnen. Aber anfangs haben die in einer Fantasiewelt gelebt, also auf einer Insel und das war so die Welt, in der die anfangs gelebt haben. So ein bisschen ein kleines Mikro-Cartoon-Universum mit einer Wüste, einem Dschungel und einem Wald und einer kleinen Stadt im Zentrum. Und ich dachte, das ist so das Format, was man braucht und das Umfeld, um kleine Geschichten zu erzählen. Ich habe jetzt auch nie irgendwie eine Figur gezeichnet, wo ich dachte, ich habe Lust, die nochmal zu zeichnen.
Also ich hätte Lust, die von der anderen Seite zu zeichnen, außer das ist jetzt ein Character Sheet für ein Animationsprojekt. Deswegen finde ich das super cool, dass du irgendwie, also so Figuren gefunden hast, mit der du, also die auch mit dir wachsen über die Jahre und sich auch ein bisschen verändern natürlich, aber auch in verschiedene Medien reinschlüpfen. Ähm, Das finde ich mega gut. Ich folge vielen Künstlern auf Instagram und da sind einige dabei, die unglaublich talentierte, tolle Künstler sind, die quasi jeden Tag eine neue Figur rausdroppen in einer unglaublichen Qualität. Krass, also ich will von der einen Figur, die will ich die Geschichte wissen. Ich will was wissen, wie ist die drauf, was macht die? Und die Leute oder die Künstler sagen dann, ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht jeden Tag die gleiche Figur zeichnen. Das ist mir zu langweilig. Ich will was Neues machen. Kennst du den Graffiti-Künstler Kaws, also Kaws? Ja. Ja, der hat ja auch so seinen Style und ich glaube, der zeichnet ja immer nur eine Figur sogar, ne? Die ist in verschiedenen Variationen. Ich glaube, es sind ein paar verschiedene, aber der Stil ist so stark, dass die einfach sehr ähnlich aussehen, ja. Also man weiß sofort, das ist Chaos. Das kann nicht jemand anderes sein. Und das habe ich halt bei dir auch. Und deswegen ist mir damals auch dein Instagram so ins Auge gehüpft, weil ich dachte, krass, also ich scrolle nach oben und dann, also das ist wirklich eine Welt. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, also ich habe perfektionistische Tendenzen und ich kann mich sehr stark für eine Sache interessieren und mache dann eine Sache sehr, sehr lange, sehr intensiv und bin das dann auch. Also ich bin dann in der Phase bin ich ein Character Designer. Ich interessiere mich für Character Design und möchte alles machen, was dazugehört und alles lernen und gucke dann alle YouTube-Videos und so eine Phase hatte ich halt. Und in der Zeit habe ich dann Character designt. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann eine Figur, 2, 3, 4, 5, 6 hat. Und dann fragt man sich, okay, ich weiß jetzt, was Character Design ist, wie das funktioniert. Ich habe das Thema für mich eigentlich abgeschlossen. Und an den Punkt bin ich halt gekommen. Ich hatte meine Figuren, ich hatte genug, um so den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, es gibt Leute, die bleiben dann immer an der Position, wo die halt immer Neues produzieren. Und bei mir ist es aber so, dass irgendwann so eine gewisse, nicht Langeweile einsetzt, aber ich habe das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Und was kommt jetzt? Und ich glaube, deswegen zieht sich das so durch meine Arbeit. Also ich habe die Figuren entworfen und fertiggestellt und die verändern sich immer noch ein bisschen und entwickeln sich weiter und passen sich den Medien an. Aber das Ensemble steht. Und im nächsten Schritt bin ich aber kein Character Designer mehr, sondern der nächste Schritt war dann Spieldesigner. Und dann wollte ich halt ein Brettspiel damit machen. Und ich habe es probiert zu produzieren und Verlage zu finden, die das annehmen. Hab also super viele Verlage angeschrieben und von den professionellsten, von Ravensburger und so, bekommt man dann auch Antworten. Ich glaube, man zahlt dann 50 € dafür, dass sie dein Spiel wirklich testen und dir ein professionelles Feedback geben. Und das fand ich ganz interessant. Die meinten halt, Würfelspiele, dass sich das Medium Würfelspiel quasi zu 100% erschöpft hat. Also da gibt's einfach alles an Varianten, was da möglich ist, gibt's schon. Und die haben mir nahegelegt, also ich hatte ein Doppelwürfelsystem, dass ich halt ja irgendwas eher mit Karten mache, die einen gewissen Zufallsfaktor da reinbringen und so. Und das waren alles gute Vorschläge, aber an dem Punkt hatte ich schon gemerkt, irgendwie Brettspiel ist auch nicht das Ziel so. Ich wollte eigentlich dann mehr ins Storytelling gehen und also ich hätte da noch mehr Zeit da reinstecken können, aber ich fand es dann irgendwie reizvoller, halt das Comic mal auszuprobieren. Ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so das Gefühl hatte, dass ich gut zeichnen kann. Ich fand es so okay, akzeptabel, aber ich dachte so, ich will einfach meine Figuren so gut zeichnen können, dass die immer gleich aussehen. Und habe dann halt angefangen, das zu üben und dachte, Mann, was machst du hier? Du zeichnest die ganze Zeit Verschnitt. Ja, sind ja nur Übungen. Und da kam die Idee, also es ist so ein Effizienzgedanke. Ne? Ich dachte, ich mache einfach einen Comic, denk mir eine Geschichte aus. Das sind 30 Seiten. Du musst deine Figur so oder so immer wieder zeichnen. Das heißt, am Ende von dem Projekt kannst du dann zeichnen, weil du die Figuren so häufig aus so vielen Perspektiven gezeichnet hast und hast halt noch als Nebenprodukt einfach einen Comic. Das fand ich einfach als Ansatz ganz, ganz motivierend, so eine Übungsaufgabe zu haben, an der man wächst, mit einem klaren Ziel besser zeichnen zu können. War das erste Mal, dass du gedacht hast, okay, das muss jetzt ein Comic sein oder hast du auch schon davor ein paar Anläufe gehabt? Nee, habe ich schon immer mal probiert. Meine Eltern haben mich auf eine Waldorfschule geschickt und auf Waldorfschulen, die sind ziemlich dogmatisch, was so den Konsum von Medien angeht. Und bei uns war das anfangs
war das total verpönt. Also ich hatte überhaupt also Verbot, Videospiele zu spielen und Fernsehen zu schauen und Comics ging noch so. Das war stark kritisiert von meinen Eltern. Da ich halt auch immer viel gezeichnet habe, haben die das irgendwie so zugelassen, weil die dachten, ja, das befruchtet sich irgendwie. Und ich glaube, ich habe schon als Kind Comics gezeichnet. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich auch als Teenager, ich habe immer mit mir Figuren ausgedacht und kleine Geschichten erzählt und die dann kopiert und im Freundeskreis verschenkt oder verkauft. Und ja, also ich war schon immer als Zeichner so ein bisschen bekannt. Jetzt nicht als gut, aber dass das so meine Leidenschaft ist. Und Ja, weil der Comic ist ja super geworden. Ich habe den auch zu Hause. Was mir auch an dir gefällt, ist, du nimmst dir was vor und du machst es auch. Du kennst ja auch viele haben ja viele Ideen, aber am Ende entsteht kein Endprodukt und bei dir ist das halt nicht der Fall. ja, weil es so frustrierend ist. Ne? Also ich finde es total frustrierend, irgendwas anzufangen und es dann nicht fertig zu bringen. Also ich habe ja wirklich viele verschiedene Berufe ausgeführt und überall, also wirklich ganz in der Medizin, im Sozialen habe ich gearbeitet, in der IT, als Koch in Italien und Krass. in der Werbeagentur und das sind alles so unterschiedliche Sachen. Und du lernst halt überall, nimmst du irgendwas mit, was für dich besonders wertvoll ist. Irgendwelche guten Erfahrungen, irgendwelche Techniken, irgendwelche Einstellungen oder so. Und die Quintessenz, was ich aus allem mitgemacht habe, ist, dass also zum einen Planung unglaublich wichtig ist. Also dass man eine Sache sich gut überlegt, ein klares Endziel hat und kleine Zwischenetappen mit kleinen Zielen und so. Ich meine, das lernst du überall, ne? Aber also man hört das immer, aber das wirklich mal zu begreifen, dass das gut ist, so zu arbeiten und befriedigend ist, Ziele zu erreichen und dass, wenn man ein großes Ziel erreicht hat, dass das so motivierend ist, dass man sich was noch Größeres zutraut und so. Das stimmt halt schon. Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich halt mitgenommen und ich kann mich gut interessieren für Sachen. Also ich kann mich gut für eine Sache da komplett drauf konzentrieren und das lesen und wirklich begreifen. Und wenn ich das dann begriffen habe, den nächsten Schritt gehen und funktioniert für mich gut. Und weil ich bin da auch stolz drauf, dass ich die Sachen immer abgeschlossen habe. Also ja, vor allem, das ist wirklich dann ein fertiges Produkt, ne? Und keine halbgare Sache. Und den Comic, den kann man aber kann man kaufen. den Comic kann man kaufen, ja. Ja. Den lasse ich über so einen On-Demand-Verlag vertreiben. Das heißt, man kann das einfach anklicken und sich Kann ich zukommen jedem lassen. empfehlen, auf jeden Fall. Die sitzen in Amerika, sind die Papierkosten, also die sind unglaublich teuer geworden. Spätestens, wenn man also das Comic ist günstig, aber die Versandkosten, die sind irgendwie 15 Euro oder so. Das ist Unverschämtheit, aber da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Aber wieso hast du nicht aus Deutschland jemanden gesucht? Ich wollte ursprünglich in Kreuzberg produzieren und das ist auch schon wieder lange her, war ja 2021 oder so. Also es gab viele Gründe, die dafür gesprochen haben, aber auch viele, die dagegen gesprochen haben. Und das Problem ist, du hast ja, wenn du einen Comic auf den Markt bringst, über einen herkömmlichen Weg, hast du ganz viele Probleme. Du hast die Logistik, also wie kommt das von A nach B? Wo wird es gelagert? Also du musst in großen Mengen produzieren, damit es halt, ich glaube 30 Seiten in Farbe waren es und die meisten, ich sag mal, Leute, die selber einen Comic machen, die machen es dann in Schwarz-Weiß, weil es viel zu teuer ist, sowas in farbig zu produzieren. Aber mir sind Farben halt so wichtig. Keine Ahnung. Und dann musst du halt eine Stückzahl produzieren, dass sich das auch lohnt. Und die musst du irgendwo lagern. Und das ist halt alles total blöd. Und dann bin ich auf diesen Verlag gebracht worden, der On-Demand produziert. Das heißt, diese komplette Logistik fällt weg, die Lagerung, der Versand. Und ich fand das eigentlich ein ganz interessantes Modell, weil du brauchst nichts im Vorhinein zu produzieren. Wenn jemand eins haben will, dann drucken die das für dich. Aber dafür ist es halt ein bisschen teurer. Klar. Also ich verdiene damit kein Geld, aber es ist zumindest am bequemsten. Und ich freue mich dann immer so. Einmal im Jahr gucke ich und dann sind wieder 3, 4 Exemplare verkauft worden. Und also ist halt echt nur ein Groschen, den man sich dazu verdient, aber besser als alles andere. Und du hast die ja auch in Berlin wahrscheinlich in ein paar Comicläden auch verteilt. Ja, genau. Ja, ich hab glaube ich, mal 500 Stück produziert in der ersten Charge. Habe die auf Märkten verkauft und dann auch in den lokalen Comicläden hier. Was auch krass ist, ne? Die haben ja im Buchhandel hat man meistens so einen Share von 60-40. Das heißt, der Künstler oder Autor bekommt 60% von dem verkauften Werk und der Händler dann noch 40%. Und
da ist halt eigentlich nichts hängen geblieben. Und Ja. das habe ich den Comic-Leuten, den Comic-Läden, den Händlern aber auch gesagt. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe so viel Liebe, so viel Geld und so viel Arbeit in das Comic gesteckt. So, und wenn ich jetzt irgendwie 2 € daran verdiene, das macht keinen Klar, Sinn. Und klar. mit einigen von denen habe ich ganz gute Deals ausgehandelt gekriegt. Also ungewöhnlich hohe Marge, die ich dann doch bekomme. Aber auch damit verdiene ich kein Geld. Das ist einfach nur. Aber haben die sich das auch durchgelesen dann oder haben die einfach nur ein bisschen geschaut oder hat sich wirklich jemand das ganze Ding auch komplett durchgelesen, die 30 Seiten? Ich denke schon, dass sie sich das angeguckt haben, ja. Ja, vom einen wurde ich hier, also ein recht großer Comicladen in Berlin ist Modern Graphics und die nehmen auch immer an der langen Buchnacht teil, weil da, wo der Laden ist, auf der Oranienstraße, gibt's oder gab's historisch sehr viele Buchläden und die machen dann einmal im Sommer, es sind halt ganz viele Leute auf der Straße und die machen Veranstaltungen und im Rahmen dessen habe ich dann auch mal, wurde ich von dem Inhaber eingeladen, eine Lesung zu machen. Mega. Und ich glaube, das hätte der nicht gemacht, wenn er den Inhalt nicht gekannt hätte. Ja, Also das wäre ein bisschen risky ja, gewesen. Das war cool. Das wurde dann so nach draußen auf die Straße projiziert, auf so einem großen Beamer. Und ich bin da so die Slides durchgegangen. ja, mega. Ich glaube, das war auch eines der ersten Male, wo ich da mit Maske wirklich vor Leuten gesprochen habe. Und wie kam das an, dass du da mit der Maske dastehst? Kam gut an. Ich hatte sogar von einem anderen Autor, der vor mir eine Lesung hatte, eine Comic-Lesung, der meinte, er hätte sich das auch immer mal vorgestellt zu machen, aber der hätte nicht den Mut dazu gehabt. Und was ich interessant fand, weil klar, kostet eine gewisse Menge Mut, sich eine alberne Maske aufzuziehen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine gewisse Feigheit, ne, weil ich hätte nicht den Mut, mein echtes Gesicht dahin zu halten. Und naja, nachdem das Comic dann fertig war, hatte ich auch eigentlich Lust auf das nächste Projekt. Und ich habe, nachdem das Zeichnen fertig war und die Produktion fertig war, wo man ja auch wieder super viel lernt, wenn man mit Druckereien im Gespräch ist und sich Papierqualitäten anguckt und Druckfarben und welche Druckerei, das ist ja auch nochmal ein Kosmos für sich. Also den ganzen Printkram zu lernen Auf jeden Fall. und dann die Läden abzuklappern, mit den Händlern so Margen auszuhandeln, dann bist du wieder in einem komplett anderen Bereich drin. Dann bist du auf einmal so im Mhm. Verkauf und im Handel. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich das überhaupt nicht will. Also da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich wollte dann einfach das nächste kreative Projekt machen und nicht mit so einem Klar. Kram mich rumschlagen. Also es sind ja auch teilweise Leute, die einfach keine Ahnung mehr von Kunst oder von Design oder Figuren haben, sondern da geht's dann nur um Verkaufszahlen. Und das Ja. fand ich halt irgendwie Vielleicht blöd. brauchst du noch eine zweite Person, die das komplett übernimmt und du kannst dich auf Das war die früher mal mein Kunst. Traum, ja. So eine Art, nicht Personal Assistant, aber so eine Art Ja. Manager zu haben, der sich um Mhm. alles, die Vermarktung kümmert, dass das Geld reinkommt und so weiter. Gibt's Und da ich kann einfach nur zeichnen. Im Freundeskreis jemanden vielleicht, der das auch Gibt's bestimmt, aber ich bringe jetzt ja auch nicht so viel Geld rein, dass ich davon jemanden bezahlen kann. Und dass da jemand so Bock drauf hat, das als Hobby zu machen, so mhm. wie ich das mehr oder weniger mache, das ist selten, aber Weil ich glaube, der Comic könnte in viel mehr Läden sein. Und ich glaube, der wird richtig, richtig gut laufen, weil das Produkt einfach so gut ist. danke. Ich finde es gar nicht mehr so gut, um ehrlich zu sein. Also ich finde ja, die Qualität ist schon gut. Also gerade die Produktionsqualität, die ich erreicht habe, und die Farben sind toll Auch und das Papier, also alles. es stecken auch viele gute Ideen drin, aber mittlerweile, vielleicht habe ich es auch einfach zu häufig schon gesehen, aber die Geschichte ist so trivial und so einfach und also ich habe mittlerweile Ideen für Geschichten, die viel vielschichtiger, komplexer. Das ist ja immer so für sich selber. Wenn ich ein Projekt abschließe, das ist ja auch nicht mehr spannend für mich, ne? Weil ich habe so viel Zeit mit dem Projekt verbracht, da gibt's diesen Überraschungseffekt nicht mehr. Da müssten 5 Jahre, vielleicht 6 Jahre sogar vergehen, bis ich das wieder mit frischen Augen sehe. Das ist bei dir dann Ist wahrscheinlich nicht interessant, ne? anders. Ja, ja. Während man so eine Aufgabe macht, ist es so die große Aufgabe und wenn es abgeschlossen ist, ist es einfach nur eine Genau. Übung für die nächste Ja, Aufgabe, ne? ja, dann freut man sich sofort schon auf das Neue. Und das andere interessiert. Also es ist bei mir genauso wie bei dir. Mich interessiert immer nur dann das nächste Projekt und ich gucke Ja. auch nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist auch gesund. Ja, ja. Also man entwickelt sich ja also bei mir war es ja ganz konkret auch einfach dieses Zeichnen lernen Mhm. oder zu lernen, Figuren mit dem gleichen Volumen zu zeichnen, die von allen
Richtung her korrekt aussehen und so. Das war mir halt wichtig. Das war mein Ziel, dass ich das kann. Und das habe ich da super gelernt. Und vielleicht noch als kleine Anekdote, ne, das Comic basiert ja auch auf Fotografien. Also ich habe mir die Geschichte ausgedacht, bin dann an die Orte gegangen, habe die Fotos geschossen. Die mussten alle Die sind alle von ungefähr, dir, die ja, Fotos? ja, die sind alle von mir. Also ich bin auch Fotograf, habe ich auch mal gelernt und auch mal Das ist ausgeführt als alles, Beruf. einfach alles. Einmal alles gemacht. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch ausprobieren möchte. Aber genau, die Fotos halt gemacht. Und das Wichtige war, also das Comic spielt mehr oder weniger an einem Nachmittag. Das heißt, du brauchst halt überall auch das gleiche Licht. Das heißt, ich habe immer wieder neu angefangen, damit die Fotos zu schießen, weil ich habe das nicht in einem Tag geschafft, aber es musste überall das gleiche Licht sein. Manchmal hast du dann einfach einen Scheißtag und dann funktioniert das nicht mehr. Und naja, wenn man die Fotos hat, hat man halt eine perspektivische Grundlage, in die man halt einen dreidimensionalen Körper reinzeichnen kann. Und ich finde das total spannend. Also das macht total Spaß, in so einen dreidimensionalen Raum irgendwie einfach was reinzuzeichnen, die Figur so zu zeichnen, dass die perspektivisch korrekt ist und die dann auch so zu beleuchten, dass das dem Licht im Bild entspricht. Und umso besser man das hinkriegt, also es gibt Leute, die haben gefragt, sind das 3D-Modelle? Ja, also man sieht doch, das ist eine Zeichnung, und das fand ich total motivierend, also auch für sich selber immer zu sehen, ja, so sieht's richtig aus oder einigermaßen. Also so aus technischer Sicht finde ich es immer noch interessant, das Comic, aber inhaltlich finde ich es okay. Tschüss. Wie lange hast du gebraucht für die ganze Produktion? Also Storyboard, Geschichte ausdenken, Figuren zeichnen, Fotos machen? Ich glaube so ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Weil du hast ja auch wahrscheinlich nicht jeden Tag daran gearbeitet und nicht 8 Stunden. Nee, Ja. ich habe fast jeden Tag dran gearbeitet, Mhm. aber ich habe halt einen Vollzeitjob. Also konnte ich so 2 Stunden vor der Arbeit und manchmal noch 2 Stunden nach der Arbeit. Also wenn es gut lief, habe ich so 4 Stunden am Tag reingesteckt, aber teilweise auch nur eine Stunde oder zwei. Aber dann hast du Aber eine ja. starke Disziplin, wenn du sogar vor der Arbeit, nach der Arbeit immer noch dich hinsetzen kannst und dann dran arbeitest. Ich guck halt keine Serien. Ich glaube, das ist mein großes Geheimnis. Du guckst parallel was? Nee, ich guck keine Serien. Ah, du guckst keine Serien. Ich Ja. mag das Format Serie überhaupt nicht und dadurch habe ich unglaublich viel Freizeit, verglichen mit vielen anderen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass du nicht alles im einheitlichen Stil machst, sondern dass die Figuren im Comic gezeichnet sind, aber die Hintergründe Foto? Ist es dann, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen und zu sagen, hey, ich muss keine Hintergründe zeichnen? Sowohl als auch. Also ich mag keine Hintergründe zu zeichnen, tatsächlich. Also es ist eine Sache, die mir nicht leicht fällt und die auch keinen Spaß macht. Das ist immer so eine blöde Pflicht, die man hat. Also ich glaube, das war tatsächlich ein Grund, weshalb ich dabei geblieben bin. Ich glaube, also es gibt ein Bild, damit hat das Ganze mal angefangen. Und zwar in Berlin stehen die Mülltonnen, die in Berlin verteilt sind, die sind orange. Irgendwer meinte mal, dass meine Figur Catfish, die ja auch in so einem orangen Kasten ist, dass die aussieht wie so eine Berliner Mülleimer. Und dazu war mein Name noch Bassur Amor, also Müllliebhaber. Da habe ich halt irgendwann mal so ein Ding fotografiert und Catfish wieder da meinen Namen auf diese Mülltonne schreibt oder Bassur Amor da drauf schreibt. Und ich glaube, damit hat das dann so angefangen. Und weil die Leute das irgendwie witzig fanden und gutes Feedback dafür bekommen habe. Ich glaube, bei mir dieses in Fotos zeichnen, ich glaube, das kam auch einfach mit dem iPad, weil da hast du halt beides zusammen. Ne? Du hast halt einen Fotoapparat in der Hand und du kannst direkt ins Bild zeichnen. Und ich meine, das wäre dieser Barcelona-Urlaub gewesen, wo ich diese Zeichnung gemacht habe, diese Aquarellzeichnung. Und dann habe ich in Barcelona fotografiert und dann angefangen. Aber damals waren es noch keine Figuren. Da waren es dann einfach, ich habe irgendwie an die Wände irgendwelche Bilder gemalt oder Graffitis virtuell quasi ins Foto und so. Und also das waren so die ersten Spielereien. Aber auf jeden Fall, das war dann so eins der ersten, wo ich probiert habe, einen 3D-Körper in den Raum zu zeichnen. Genau, und es muss ja auch nicht perfekt sein. Dann könnte ich es ja auch in 3D modellieren. Also das hat ja auch einen gewissen Charme, dass es halt, genau wie du sagst, also dass es halt gezeichnet ist und ein bisschen krumm und schief ist. Ja, ich weiß noch, wie ich da mit dem Schatten dann auch probiert dann natürlich, was für einen Schatten werfen die Objekte im Bild, was für einen Schatten würden meine Figuren werfen und also mir macht das Spaß, mich da so reinzudenken und so vorzustellen, woher das Licht kommt, wo es dann hinfällt und
ja, und der Effekt ist gut. Also es trägt dann enorm dazu bei, dass man wirklich die Figur dann in diesem Bild verortet. Auf jeden Auch Fall, wenn das die, auch harmoniert. wenn die Zeichnungen noch sehr, sehr primitiv sind. Wenn ich die jetzt sehe, meine Güte, Ach was, das ist, glaube ich, nur für dich so. Ja, aber wahrscheinlich. ich finde, dein Style, der harmoniert wirklich gut mit Fotografie. Weil man könnte ja auch denken, das hätte ja sein können, das funktioniert ja überhaupt nicht. Ne? Cartoon-Figuren, real, also Fotos. Machst du die Fotos mit dem Handy oder hast du da eine spezielle, irgendeine Kamera, die du gerne benutzt? Mittlerweile mache ich es mit dem Handy, weil die Fotos nicht in so einer guten Qualität sein müssen, wenn drüber gezeichnet wird. Also es ist halt so ein Gesamtwerk dann. Ich habe anfangs mit einer recht guten Kamera die Bilder gemacht, aber das ist einfach zu unpraktisch gewesen. Und viele meiner Hintergründe sind einfach, ja, die kann man nicht planen, sondern ich bin unterwegs und sehe irgendwas Verrücktes oder Interessantes in Kreuzberg, was nicht selten ist. Und das fotografiere ich dann einfach mit dem Handy schnell und kann dann was reinzeichnen und quasi mit der Figur und der Szene, die ich da reinzeichne, so einen Kommentar auf das im Bild geben. Man hat ja immer diese Ebenen Realität im Foto und mit der Zeichnung kann man ja so eine Fantasieebene reinbringen und dadurch ja darauf reagieren oder ja, halt ein Zitat machen oder naja. Und das nächste Projekt, Animation? Da sind wir wieder am Anfang, da wo wir uns kennengelernt haben. Du hast mir viele Tipps gegeben, Bücher empfohlen und auch gesagt, wie man arbeitet, also ganz viele Grundlagen gegeben und ich habe mir die Bücher auch geholt und Tutorials angeguckt und war dann hier auch auf dem Festival of Animation in Berlin und habe so ein bisschen gesehen, was andere Leute im Amateurbereich, sage ich mal, oder die das halt als eine Person sowas produzieren, was die so auf die Kette kriegen. Und dachte dann, okay, es ist das nächste Projekt. Einfach mal ein Jahr lang an einem Animationsfilm arbeiten und gucken, ob ich da so 3 bis 5 Minuten hinkrieg. Was schon sehr lange ist für ein Animationsprojekt. Ja, ist lange, ne? Ja, für die meisten Kurzfilme sind ja so vielleicht eine Minute und da sitzt man ja auch schon ewig dran. Ja, war auch länger, als ich dachte. Wobei, das ist interessant. Ich habe mit Toon Boom angefangen. Ich glaube, das Mhm. war auch das war kein Tipp von dir. Ich glaube, du hattest mir sogar ein kostenpflichtiges Programm, Ja, Harmony, Toon nee, Boom ist ja kosten. Nee, Harmony ist ja Toon Boom. Ist ja nee, kostenpflichtig. warte, ich meinte nicht Toon Boom, ich meinte Open Toons. Damit habe ich dann Mhm. gearbeitet, Okay. genau. Das ist ja free, ne? Weil, genau, das war kostenlos und ist gleichzeitig die Software, mit der Studio Ghibli arbeitet. Ja. Also, Ja. das war für mich so wichtig, um zu begreifen, dass man da durchaus mit professionell arbeiten kann, dass es jetzt nicht nur irgendein ein Witzprogramm ist. Mhm. Und damit habe ich angefangen und dann kam irgendwann, da war ich zur Hälfte mit dem Projekt fertig, kam dieses Procreate Dreams raus. Mhm. So dass man, also das war für mich das erste Mal, dass ich dann wirklich auch eine Animationssoftware auf dem iPad für unterwegs hatte, weil mit Open Toons konnte ich zwar übers iPad arbeiten, aber nur als erweiterter Monitor. Also ich habe dann Verstehe. quasi auf einem weiteren Monitor gezeichnet und mit Procreate Dreams konnte ich dann wirklich komplett alles unterwegs machen und war viel, viel schneller. Auch wenn Mhm. die Arbeitsweise eine ganz andere war, aber Ich komme mit Dreams gar nicht klar, muss ich dir sagen. Also ich habe jetzt auch ein Show-Intro gemacht in Dreams, aber hm, nur das Ausmalen. Also das Inking hm, und das Ausmalen, dafür ist hm, es super, weil die Brushes sind ja wie in Procreate und hm. auch das Interface ist ja super schnell. Ne? Wenn man After Effects kennt, das ist dann Lichtgeschwindigkeit, wenn man in Dreams arbeitet, weil es gibt kein Lag bei der Preview und du kannst es auch mitnehmen, aber dieses Animieren selber, ich finde, das ist zu umständlich. Ja, und es fehlen viele Funktionen. Ne? Viele Funktionen. Aber die machen ja jetzt, soll ja eine neue Version rauskommen. Mich haben da auch die Einschränkungen ein bisschen genervt, aber ich fand den Benefit, das Ding dabei zu haben die ganze Zeit. Oder auch einfach Ja, mal, weißt du, sich an den Schreibtisch zu setzen und zu zeichnen, ist halt immer, ja, das muss man sich richtig vornehmen. Aber wenn du ja, das auf dem Pad hast, dass du immer in der Tasche dabei hast, dann kannst du es mal eben rausnehmen, machst noch 2, 3 Frames oder du liegst auf dem Sofa und hörst einen Podcast und kannst dabei bequem zeichnen und der ja. Komfortfaktor hat es so vereinfacht dann und ich glaube, das war gerade die letzte Phase von dem Film, wo ich dann auch so die Lippensynchronisation und das Mhm. gemacht habe. Und das geht halt auch super, weil du einfach mit Pinch und Zoom ganz schnell, ganz klein reinzoomen, kannst wieder Mhm. rausgehen, dann kannst du die Frames aufziehen, wieder zusammenziehen, groß machen. Also ich fand, also ein paar Sachen gingen da schon super schnell. Also und es gibt auch in dem Film gibt's so eine Phase, wo die Figur Lupa vor so einem Restaurant, einem Café, also Café an der Waffel anhält, die macht so eine Vollbremsung und dann tap, 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 läuft die ein paar Schritte vor dieses Café und geht dann rein. Und normalerweise würde man
dass man gerade beim Walk Cycle oder so, dass man erst so die Breakdowns macht und dann, dass man das so plant. Irgendwie ist es mir diese Phase so gelungen, dass ich da wirklich Frame by Frame gezeichnet habe, chronologisch. Ich habe einfach jeden Schritt, wie die geht, aus dem Gefühl heraus gezeichnet, ohne so die großen Schritte zu machen und dann die Zwischenschritte, sondern da hatte ich das schon so raus, dass ich dann wirklich so eine G-Animation aus der Bewegung heraus zeichnen konnte. Und das ging unglaublich schnell. Und danach dachte ich so, boah, jetzt hast du es aber begriffen. Ja. Und aber heute kann ich es nicht mehr reproduzieren, weil also ich merke, das ist auch ganz stark eine Übungssache, dass man so, aber die man auch wieder verlernt, leider. Also weil dieses in Bewegung denken, das ist so schwierig. Also alles, was dann vom Körper mitkommt und sich mitbewegt und so. Und also wenn man in so einem Flow drin ist, finde ich, irgendwann geht das dann einfach. Geht auch relativ schnell tatsächlich dann, gell? Weil bei Frame by Frame denkt man, das dauert ewig und man sieht so, wie viel Aufwand das ist. Aber wenn man im Flow ist, dann ist es eigentlich relativ schnell. Das verwundert mich dann auch selber manchmal. Ja. Ja, im Grunde ist es die ganze Arbeit drumherum, ne? Also das Vorbereiten im Kopf, das Ausdenken, das Fortskizzieren, dann das ganze Anlegen in den Programmen, dann wieder das Ausmalen und das nimmt so viel Zeit ein. Aber der reine Animationsprozess geht eigentlich. Also ist es immer noch aufwendig und viel Arbeit, aber der steht in keinem Verhältnis zu dem Rest. Ich finde, für Animationen muss man man muss ein bisschen crazy sein. Also auch, ich habe ja auch Animationen unterrichtet oder ich unterrichte das immer noch und es gibt Leute, die haben gar keine Lust, die gleichen 2 Sekunden eine ganze Woche lang anzuschauen. Ne? Die werden hibbelig, die sagen, ich kann mir das nicht mehr ansehen. Aber irgendwie, wie gehst du damit um? Ist es okay, die gleichen 2 Sekunden den ganzen Tag anzuschauen? Oder nervt es dich auch irgendwann? Irgendwann nervt es, glaube ich, aber es hat auch einen gewissen Reiz, ne? Also, was ich interessant finde, ist, wenn ich bei vielen Arbeiten, die ich mache, kann ich nebenbei Musik hören oder einen Podcast hören. Beim Animieren geht das nicht. Beim Animieren muss ich so konzentriert sein, weil man sich wirklich auf jeden Formaspekt, auf jeden Volumenaspekt von dem einen Bild konzentrieren muss, wie der sich im nächsten verhalten wird. Und ich merke, wenn ich dabei was höre, geht's nicht mehr. Das ist wirklich 100% krasse Konzentration, um das wirklich richtig hinzukriegen. Und deswegen ist es auch vermutlich das aufwendigste und krasseste, was ich bisher gemacht habe, ist dieser Animationsfilm. Auch wenn das Videospiel viel, viel komplexer so in seiner Vielfältigkeit ist, aber anspruchsvoller war das Animieren. Und ich glaube, ich werde es auch nicht wieder machen, also Frame by Frame animieren. Jetzt, wo ich mit dem Spiel fertig bin, habe ich so meine 3 großen Vorhaben umgesetzt, nämlich das Comic, den Animationsfilm und ein Videospiel. Alles sehr unterschiedliche Medien, die aber auch so Schnittmengen haben. Und im Videospiel kommt halt alles zusammen. Ne? Man hat Character Design, man hat ganz viele Illustrationen, auch für Hintergründe und so. Man hat Storytelling als Möglichkeit, ähnlich wie im Comic auch. Aber dann hat man die ganze Interaktivität und abgesehen davon ist es halt ein ziemlich junges Medium, was noch überhaupt nicht ausgeschöpft ist, wo super viel Entwicklung auch reinfließt. Und ich glaube, alles, was ich machen will, also ich könnte noch einen Comic zeichnen, hätte ich Bock drauf. Und ich habe auch ganz viele Ideen für Geschichten. Oder auch einen Animationsfilm könnte ich machen. Aber im Videospiel kommt alles zusammen. Dann habe ich auch noch die Musik und die Stimme und Sprecher und abgesehen davon ist es ein gut verkaufbares Produkt, ein Videospiel. Ein Animationsfilm, was willst du damit machen? Also klar kannst du den auf dem Festival zeigen und für die eigenen Promo verwenden oder du kannst den vielleicht auch an Fernsehsender verkaufen, dass die den irgendwo mal einspielen. Du kannst ja vielleicht eine Förderung holen für deinen zukünftigen Animationsfilm, falls du wieder Lust hättest, einen zu machen. Dann hättest du es finanziert. Könnte ich machen, aber ich mag irgendwie, also die Arbeit an einem Videospiel ist schon das Coolste, finde ich. Also bisher von allen Sachen, die ich gemacht habe. Vielleicht gibt's noch irgendwas. Vielleicht kann man da noch das Medium Film irgendwie mit reinbringen oder so, aber zum Videospiel, ich habe dir ja gesagt, ich bin ja gar kein Zocker. Ich habe früher so als Teenager GTA gespielt oder Need for Speed. Ich war nie so sowas wie Call of Duty oder so Ballerspiele, das war nie so meins. Ich habe immer so Autorennen, Tony Hawk, also irgendwas, wo man schnell reinkommt, wo man jetzt auch nicht so viel Geschichte, also sowas wie Zelda, das hat mich nie gereizt. Ja, alle drumherum waren Zelda, das musste spielen, aber ich hatte auch irgendwie nicht die Geduld, mich da einzuarbeiten. Ne? Ich habe sofort Tony Hawk, okay, ich skate und es ist fertig.
das, das war so. Und irgendwann, wo ich halt auch viele Animationen gemacht habe und Illustrationen, ich habe irgendwann aufgehört, komplett zu spielen, weil ich irgendwie auch nicht mehr also es hat mich auch nicht mehr gereizt. Aber Spiel an sich, was man auch im Studium kennenlernt, das ist ja unglaublich schwer zu produzieren. Also wie hast du gesagt, okay, ich schaffe das. Ich schaffe, dass es am Ende, weil da gibt es ja außerhalb von der Story auch, das muss ja auch spielbar sein. Ne? Das stelle ich mir ja unglaublich schwer vor. Also, das ist das erste Projekt, obwohl nicht das erste. Also beim Comic habe ich auch mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Das ist ja auch ein Kollaborationsprojekt gewesen im Comic, wo einzelne Rollen von verschiedenen Illustratoren und Zeichnern gemacht werden. Und beim Videospiel habe ich mit einem Programmierer zusammengearbeitet. Also Basics kann ich vielleicht auch noch hinkriegen. Und das Spiel ist in der Unreal Engine umgesetzt. Mein Programmierer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der ist auf C++ spezialisiert, also eine Programmiersprache, die sich auch in der Unreal Engine wiederfindet. Also die Unreal Engine hat von Unreal Script, hieß es, glaube ich, irgendwann auf C++ umgestellt. Und gleichzeitig arbeiten die ganz stark mit Nodes. Also im Grunde, die werben damit, dass man auch ohne Programmierkenntnisse quasi ein Spiel entwickeln kann, indem man einfach so Logiken durch Nodes, kennst du bestimmt von Adobe oder von After Effects oder so Nodes, Ja, ne? ja klar. Und genau so kann man theoretisch da auch programmieren. Mhm. Und das war mal so die Grundidee, dass ich das auch probiere, aber ich habe gemerkt, dass mir das weder Spaß macht, noch dass das was ist, was ich lernen will. Also ich mag halt direkte Gestaltung und so eine, genauso wie Webdesign, also irgendwo Zahlen eintragen, auf Enter drücken und gucken, wie sich das verhält, das ist nicht so meine Art zu gestalten. Da bin ich zu dumm für. Also ich kann halt so Sachen, die direkt aus der Hand gehen. Naja, und es gab einfach ein Gespräch mit diesem Programmierer Mo, der einfach Bock hatte, ein Spiel zu machen und der einfach technisch total fit ist. Und ich bin technisch überhaupt nicht fit. Dafür, ja, habe ich halt Durchhaltevermögen, Liebe zum Detail und ich hatte vor allem Charakter und Stories im Kopf. Mhm. Und, und witzigerweise wollten wir das eigentlich nur so als kleine Fingerübung machen, das Ganze auszuprobieren. Dann ist es halt, ging es immer weiter und es ist immer weiter mutiert und wurde immer konkreter und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja, also das ziehen wir jetzt einfach durch und machen das Spiel, was es dann wird, haben es auch fertig gekriegt jetzt. Vor gar nicht so langer Zeit, vor einem Monat ungefähr. Und wie lange habt ihr dran gearbeitet? Ursprünglich hatten wir das Projekt auf ein Jahr begrenzt und es sind dann doch 2 Jahre geworden. Also man lernt halt total viel. Man lernt vor allem, wie unendlich viel Zeit so ins Bugfixing geht. Spätestens ab dem Moment, wenn erste andere Leute das spielen, also außerhalb des Teams, also ab da fallen ganz viele Fehler auf, weil die machen dann Sachen, die keiner von den anderen bisher gemacht hat, die komplett oder die irgendwas nicht verstehen und da muss man wieder was ändern, so dass das verstanden wird und ich glaube, das ist auch noch nicht perfekt gelöst. Also wir hatten dann am Ende keine Zeit und keine Lust mehr, so richtige Tutorials zu machen und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, in das Spiel reinzukommen, weil es nicht so gut ist. Also gutes Game Design heißt ja eigentlich, dass sich ein Spiel selbst erklärt und höchstens die Basics irgendwie erklärt über ein Tutorial und das funktioniert bei uns nur bedingt. Also man muss Ich muss schon das noch spielen. Ich muss das noch spielen. Ich verspreche es dir. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Ich bin auch gespannt, wie du. da habe ich wieder Lust. Vielleicht holst du mich zurück als Gamer. Es ist auf jeden Fall eher wie Tony Hawk, ein Spiel, Ja. wo du, wenn du die Basics verstanden hast, was ja bei Tony Hawk auch nicht leicht ist, da musst du auch erstmal wissen, was ist Grab, was ist Ja. Grind, wo machst du einen Flip, wie hältst du das und so weiter. Aber wenn du diese Sachen begriffen hast, in meinem Spiel, wie im Tony Hawk, dann kannst du dich auf das Spiel selber einlassen und einfach Spaß haben in der Welt. Mega. Und es ist jetzt, wir haben auf Handlung verzichtet, weil das Spiel, also ich habe ein kleines Intro gezeichnet, auch nur als Comic, weil auch als Animation hat die Zeit wieder gefehlt. Ich habe mir überlegt, dass ich die ganzen Story-Elemente, die ich im Kopf habe, fürs nächste Spiel dann aufhebe. Also da will ich dann wirklich was mit Tiefgang, mit Charakterentwicklung machen. Ich will die Herkunft meiner Figuren erklären und wie die sich zueinander verhalten und was die für Sachen zusammen erleben. Und genau, das ist so ein bisschen, ist auch schon sehr viel. Hast du Recherche betrieben? Weil ich kann mir also ich persönlich kann mir jetzt von null gar nicht vorstellen, wie man sowas produziert. Weil bei einem Animationsfilm ist für mich klar. Videospiel jetzt, oder? Ja, Videospiel. Weil bei Animation
ist klar, ne? Machst du ein paar Sketches, machst ein Storyboard, Animatic und dann machst du die Animation. Aber beim Spiel, also dass das auch spielbar ist, dass es jemand bei Laune hält und dass es interaktiv ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Hat es dich abgeschreckt oder warst du da, nö, das geht? Naja, ich hatte ja jemanden an der Hand, der technisch in der Lage ist, eine Mechanik umzusetzen. Und ich selber bin jemand, der in der Lage ist, quasi eine Welt zu entwerfen und mir auszudenken, was wie passieren soll. Und ich interessiere mich sehr für Videospiele. Ich spiele Okay. verhältnismäßig wenig, aber ich lese und schaue viel über Spiele. Also mich Mhm. interessiert immer, Das hilft auf jeden wie sich Fall. was weiterentwickelt und so und was es für Genres gibt und Mhm. was gerade besonders herausragend ist und was eher gefloppt ist und so. Und das habe ich ziemlich gut auf dem Schirm, auch über sämtliche Plattformen hinweg. Und ja, dann habe ich einfach mit meinem Programmierer darüber gesprochen und gefragt, hier könnte man sowas machen oder wie könnte man sowas umsetzen, ohne dass es jetzt zu aufwendig wird. Und ja, dann habe ich halt klare Antworten gekriegt. Das geht nicht. Mhm. Wir haben auch den Fehler gemacht, also er hat ganz häufig gesagt, theoretisch ist alles machbar. Ja, Und ja. mit der Aussage konnte ich dann nicht viel anfangen, weil was heißt das? Kannst du das jetzt in einem Monat umsetzen oder nicht? So, und da habe ich auch manchmal einfach, habe ich ihn auf Sachen geschickt, die dann so krass und so komplex waren. Und naja, und wir haben irgendwann festgestellt, wir wollen fertig werden, das soll nur eine Übung sein. Wir müssen einen Weg finden, ohne dass wir jetzt alles händisch bauen. Und ich glaube, das ist so, zumindest in der Produktion was Geniales bei dem Spiel gewesen. Also du kannst dir so ein bisschen wie Blender vorstellen, dass du halt so eine Matrix mit einem dreidimensionalen Raum hast, in dem du halt Objekte platzieren kannst Mhm. und eine Bühne quasi. Und alles in der Unreal Engine ist ein sogenannter Actor, also etwas, was auf dieser Bühne stattfindet und dem kannst du halt Funktionen geben. Was machen die? Wie verhalten die sich? Und das ist ein unglaublich detaillierter Baukasten am Blender. Mhm. Also du kannst das vom Abstraktionsgrad bis zum kleinsten Ding runtergehen und das selber definieren, bis hin zu sehr komplexen Sachen. Und nicht leicht, sich zurechtzufinden. Vor allem nicht in einem Projekt, was von zwei Leuten quasi umgesetzt wurde, die das gerade lernen. Also Klar. wir wissen vor allem, wie wir das nächste Mal besser, effizienter und Mhm. sauberer machen. Mhm. Aber ich glaube, also ein genialer Zug war es, dass wir auf eine prozedurale Technik zurückgegriffen haben. Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie Tetris? Ja, da Mhm. gibt es eine Formel, die sagt, was jetzt passiert. Da sind die und die Steine, die fallen dann runter und es ist jedes Mal anders. Und das hat den riesen Vorteil, dass du das Spiel nicht auswendig lernst, sondern dass jede Runde neu ist. Mhm. Und so prozedurale Generationen kann man dann auf alles Mögliche anwenden, auf wie die Objekte in einem 3D-Raum platziert werden, wie groß die sind, wie klein die sind und wie sich Sachen verhalten. Und wir haben uns halt gesagt, dass es leichter ist, ein kleines Spiel zu machen, was prozedural immer wieder sich neu generiert, so dass man das wieder spielen möchte, weil man immer wieder eine neue Herausforderung hat, statt das komplett hart zu coden und zu sagen, wir bauen jetzt ein Level, das ist immer so und dann hat man es einmal durchgespielt und danach ist es Müll. Das wollen wir beim nächsten Spiel machen oder ich möchte das. Ich möchte halt wirklich eine Welt bauen, die konsistent ist und in der man sich bewegen kann, wo sich was weiterentwickelt, so ein bisschen ein Action-Rollenspiel oder ein Action-Adventure vielleicht. Und das jetzige Spiel, das ist, also, wenn du keine Ahnung hast, dann am ehesten noch mit, ja, vielleicht Tony Hawk oder Mario Kart zu vergleichen, wo man immer wieder den gleichen Raum spielt, aber ist halt mal ein bisschen anders. Und dieses Look Development, weil Unreal steht ja ein bisschen für fotorealistische Sachen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch liege. Und deins ist ja schon sehr cartoony vom Look her. Naja, die Unreal Engine wirbt natürlich mit den fotorealistischen Ah, Sachen, weil okay. die sehr catchy sind. Ne? Also da erreicht man auch Leute mit, die keine Ahnung von Ja. Videospielen haben oder so. Also das sind die Sachen, die halt so, Aber da ist ja, alles möglich, auch wie in Blender, genau, also du egal kannst die welches Sachen Stil. auch, du Okay. kannst auch ein ganz, ganz simples 2D-Projekt damit umsetzen, aber Mhm. Okay. naja, historisch kommt die Unreal Engine halt von dem Spiel Unreal und die haben damals ironischerweise probiert, was sehr Realistisches zu machen. Mhm. Ein sehr weites, offenes 3D-Spiel, was zu der Zeit total ungewöhnlich war. Mhm. Und naja, Aber macht dir da die Arbeit auch Spaß in Unreal? Also 3D ich in selber, Unreal zu machen? ich Oder hast selber du mache das? verhältnismäßig wenig mit Unreal. Also Mhm. im nächsten Projekt werde ich halt mehr ins Leveldesign mit einsteigen. Mhm. Aber ich habe mehr oder weniger nur zugearbeitet. Mhm. Also es gibt sogenannte Blueprints in der Unreal Engine.
Das sind quasi so Baupläne, die man sich zusammenstellt, die dann zum Beispiel einen Actor definieren oder so. Mhm. Und im Grunde habe ich die sogenannten Assets dafür erstellt, also die Zeichnungen, die Animationen, die Vorlagen, die Grafiken und oder Skizzen Und gesendet. Und die Figuren hat der auch, oder? Programmierer dann umgesetzt. Figuren auch, ja. Wobei ich habe Hilfe bekommen. Also ich kann zwar selber Figuren in 3D gestalten Mhm. und habe das ja auch gemacht, aber bei so einem Projekt muss man sich, also ich musste so viele verschiedene Sachen machen, dass ich überlegt habe, wenn ich jetzt anfange, die Figuren nochmal alle in Low Poly, also in einer geringen Auflösung, braucht man das für so ein Spiel, damit das performant und schnell und flüssig läuft, Mhm. umzusetzen und das alles noch zu lernen. Dann geht jetzt wieder 1 oder 2 Monate drauf. Und deswegen habe ich die von jemandem umsetzen lassen. Also die Figuren, die im Mhm. Spiel sind, die sind von einem 3D-Designer. Cool. Der hat die für mich gebaut, sodass die halt im Spiel gut funktionieren. Das habe ich nicht mehr selber gemacht. Nicht in Unreal direkt, oder? Das importiert man dann nach Unreal. Ich glaube, der hat die in Blender gebaut Der als hat den Blender. FBX und dann, Mhm. Und geriggt auch genau, die wahrscheinlich. importiert man. Sehr gut. Und dann macht man das Rigging, macht man dann auch also man kann es sich das ganz leicht machen über Mixamo, kennst du bestimmt, Mhm. ne? Ja, klar. Und dann kann man die exportieren und die kann man so in der Unreal Engine quasi verwenden. Aber ich glaube, wir haben fast nur die Standard Unreal Movesets genommen, Mhm. also die ganzen Bewegungsabläufe, die schon in der Engine sind. Das heißt, dein nächstes Projekt wird ein Spiel sein? Höchstwahrscheinlich, ne? Ich bin mir noch nicht sicher. Also Aber ist ungewöhnlich, weil normalerweise machst du ja dann immer ein komplett neues Medium. Und wenn das jetzt nochmal ein Spiel ist, das heißt, vielleicht hast du da noch mehr deinen Platz gefunden. ich habe, glaube ich, jetzt alles ausprobiert, was ich machen wollte mit Basura More. Also ich habe das Comic gemacht, Animationsfilm gemacht und jetzt ein Videospiel gemacht. Also wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, so, fertig, und dann mache ich das Kapitel zu, setze die Maske ab und fange was Neues an. Auf der anderen Seite war das Spiel war einfach nur eine Übung und ich weiß so Mhm. viel, was ich besser machen könnte. Und also ich glaube, es wird noch ein zweites Spiel geben. Und vielleicht gibt es da drin dann auch viel 2D-Animation, viel Frame-by-Frame, Zwischensequenzen oder so. Ich weiß es noch nicht. Naja, steht alles noch gar nicht fest, aber ich habe nur die Handlung und die Figuren und das, was passieren soll, so ein bisschen im Kopf. Das heißt, so ein bisschen Werbung zu machen, man kann das bei Steam kaufen. Ja, das aktuelle Spiel gibt's. Ich glaube, die sind sogar noch in den Sales, es ist sehr günstig. Uns war klar, dass wir damit nicht reich werden, aber wir haben dann festgestellt, wir machen es lieber billig, weil uns es wichtiger ist, dass möglichst viele Leute das Spiel kennen, anstatt damit jetzt 1.000 € mehr zu verdienen oder so. Mhm. Was denkst du, wie viele Spiele kommen am Tag raus? Also wie viele komplette Neuerscheinungen nur auf Steam? Oh, du hast es mir schon mal einmal gesagt. Ich hab's leider vergessen. Aber Okay, es war schon. sehr, ja, du hast mir schon mal gesagt, aber es war eine enorme Zahl. Sehr viel. Ja, also ich glaube, im letzten Jahr waren es 50 am Tag. 50 Und, am Tag. und wenn man sich das vorstellt, dann weiß man einfach, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie viel Mhm. Geld man als Indie-Studio oder als Zweier-Team damit verdienen kann. Mhm. Also man wird halt überhaupt nicht gesehen ohne Werbung und Werbung kostet wieder sehr viel Geld. Daher, genau, ist das hier eine super Möglichkeit zu werben. Lade das Spiel runter und Auf jeden spielt Fall. es. Ich mach's in die Description auch. Findet's jeder. Ja, und spiel du es mal. Mich würde Ja, interessieren, wie du als jemand, der jetzt nicht viel spielt, ja, aber Bock hat, irgendwie sich sowas mal anzuschauen und auf jeden die Fall. Figuren kennt, wie gut du damit klarkommst. Sehr gut. Ich habe ja auch nicht mal einen Steam-Account, ne? Ich habe dich ja auch gefragt, muss ich mich da anmelden? Also ich habe so wenig Ahnung davon. Nicht schlimm. Naja, ist ja verständlich, wenn du nicht spielst. Aber Respekt an dich, dass du die Projekte immer fertig kriegst, weil das macht so Spaß, das einfach zu beobachten. Als Außenseiter, weißt du, ich gucke auf Instagram, krass, Comic ist fertig, krass, Film ist fertig, Spiel ist fertig. Also ich finde Tja, das freut super mich, danke. faszinierend. Ja. Was ist dein Lieblingstool, mit dem du arbeitest? Wechselt. Also ich glaube, das, was ich am allermeisten verwende, ist ein bisschen unpopulär, aber das ist die iOS Photoshop App. Hm, Also die finde ich echt? aus vielen Gründen deutlich besser als Procreate. Mhm. Und Und was ist mit Fresco? Schon mal ausprobiert? habe ich probiert, aber also ich komme immer wieder zur Photoshop iOS App zurück. Also die funktioniert für mich und für die Sachen und für die Technik, wie ich arbeite, am besten. Ich glaube, genau, wenn man die Adobe Suite, wenn man das Abo bezahlt, dann ist die kostenlos dabei. Ja. Ansonsten ist sie, glaube ich, recht teuer.
Also dann würde ich kann verstehen, dass viele Leute mit Procreate arbeiten, weil das kauft man Ja. halt einmal und hat dann eine super App, die sehr performant ist und echt das Allermeiste kann. Und sonst, ja, Procreate Dreams habe ich in der Animationsphase sehr viel verwendet. Ja. Und meine große Empfehlung ist sowieso, ein Notebook dabei zu haben. Eins, was so klein ist, dass es in die Tasche passt und dazu ein Druckminenbleistift, der nie stumpf ist, der immer funktioniert. Ja. Also total oldschool, aber ich habe das Ding immer dabei und Für egal, wo ich Ideen bin, oder für Skizzen? für alles. Für alles. Alles, was einem durch den Kopf geht. Lustige Ja. Zitate, Sprüche, Bilder aufzeichnen und Ja. abfotografieren und dann Wenn man es nicht archivieren. sofort schreibt, ist es dann weg, ne? Es ist weg und vor allem, wenn man viele Sachen angelegt hat, ob Skizzen sind oder Ideen, dann hat man irgendwann so eine Art Nachschlagewerk. Ja. Und wenn man mal in so einem Kreationsloch ist oder Kreativitätsloch ist, keine Ahnung, lass es eine Situation sein, wo du 2 Figuren haben einen Dialog und du willst irgendwie einen Gag oder irgendwas Witziges oder keine Ahnung, dann kannst du halt in so eine Kartei gucken und sagen, ach hier, das wird doch gut passen. Ja. Und das funktioniert für mich ganz gut so, weil also das, was ich nicht gut kann, ist mir Sachen merken. Also ich vergesse sehr viele Sachen Ich auch. und ja, deswegen aufschreiben. Ich habe auch immer so einen Blog, den ich dabei habe also Ideen aufschreiben oder kleine Sketches. Ich hatte vor allem im Studium immer die Schwierigkeit, wenn das Semester angefangen hat, was mache ich denn jetzt, ne? Was mache ich denn jetzt? Und seitdem ich eben so ein Buch habe, ich glaube, für die nächsten 10 Jahre, das ist schon gesichert. Ja, ist doch super. Genauso ist es Ja. bei mir auch. Ey, ich finde das sowieso eine super Sache, viele Ideen und Pläne zu haben und da auch immer mal wieder drüber nachzudenken. Und wenn du gerade in deinem eigenen Projekt drin steckst und über dann so Sachen, die du mal machen willst oder so, manchmal findet man auch Symbiosen und denkt, ach, das könnte ich jetzt hier schon einbauen. Und Ja. also ich habe das häufig vom Einschlafen, denke ich so über Sachen nach, die ich machen möchte oder die ich gerade am Machen bin und visualisiere dir nochmal so vor Augen, wie könnte das denn aussehen oder Ja. und mir kommen so viele Ideen abends vorm Einschlafen Mhm. und manchmal stehe ich dann halt wieder auf und schreibe dann auf oder mache schnell eine Skizze oder so und eine Summe an interessanten Projekten im Kopf zu haben, die sich gegenseitig begünstigen oder so, das finde ich total hilfreich und Das merkt man auch bei dir. Ja, dass da die Ideen wahrscheinlich noch ganz lange nicht ausgehen. Ich hoffe doch, ja. Spiel das Spiel mal. Ich bin total Ja. gespannt, was du dazu meinst. Und ja, vielleicht können wir mal in Zukunft konkret zu dem Spiel sprechen, wenn du möchtest oder wenn sich da Fragen stellen. Ja, oder auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne. Oh, ich habe noch so viele Fragen gehabt, aber ich glaube, das wird dann zu lange einfach. Dann lass einfach noch eine Episode machen. Ja, gerne. Mir hat's auch Ja, Spaß oh. gemacht, Mika.